So, ich will euch gleich auf jeden Fall noch mal zeigen, wie der Cerion fährt. Also was muss man eigentlich machen, damit der Cerion fährt. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute hier am 13. April. Hoffentlich ist heute kein Pechtag. Wir sind wieder hier unterwegs. Striptill nach Sonnenblume. Hier kommt Mais her. Und ja, ist ein bisschen im Winter gut ausgegrünt hier, wie man sieht. Vogelmiere. Die wächst auf sehr sandigen Böden hervorragend. Hier standen letztes Jahr die, wie heißen die? Die gestreiften Sonnenblumen. Andere Fahrstufe wählen. Hier standen letztes Jahr die gestreiften Sonnenblumen und haben wir ganz gut geerntet. Ich glaube 3,3 Tonnen im Durchschnitt. Für den Boden hier ist das gar nicht schlecht. Hier ist sehr, sehr sandig, sehr, sehr kiesig. Ja, ich habe mir wieder alles hier raufgezogen, meine Grenzen, meine Spuren. Ich habe hier aber 3 Hektar im Austausch. Also 3 Hektar habe ich jetzt hier abgegeben von dem Stück. Seht ihr, also ich habe jetzt hier noch eine und dann noch eine halbe Spur und dann war es das hier. Dann bleibt der Rest liegen. Ich habe das Ganze jetzt wieder mit 365 Farmnet und Lagos Fahrspurplanung habe ich mir hier das ausgezeichnet, dass das genauso viel Fläche ergibt. Und dann habe ich entsprechend hier mir eine Linie berechnen lassen. Wir fahren ja hier leicht schräg zur Ausfahrt, die optimal sozusagen von den Wendungen ist, die am wenigsten Wendungen auf dieser Fläche darstellt. Wir fahren aktuell 34 Kubik auf dem Hektar. Auf so einem sandigen Boden haben wir nicht die höchsten Ertragserwartungen. Ist logisch. Hier ist Wasser der begrenzende Faktor, deswegen brauchen wir hier auch nicht so viel Nährstoffe herführen. Hat ganz gut geklappt. Leider Gottes fahren wir nach wie vor noch konstant. Ich habe jetzt einen Termin am Montag. Soll jemand von Wenhus hier kommen und ein Update aufspielen und dann sollte das hier auch gehen mit den, wie heißt das, mit den Applikationskarten. Wir kommen ansonsten ganz gut voran. Wir haben gestern in 5 Stunden, ich glaube 14 Hektar waren es jetzt und ich glaube knapp 600 Kubik gefahren. Das lief auch ganz gut. Ich habe jetzt die Lenkung ausschließlich auf Schwimmstellung, wenn ich in Beete fahre und mache nur noch ganz selten sperre die oder mache die Zwangslenkung aktiv sozusagen. Funktioniert bis jetzt gut. Schrauben sind festgeblieben, funktioniert bis jetzt gut. Ich habe aber auch noch nicht massiv viele Vorgewände seitdem gemacht. Wir mussten jetzt auch gestern das Stück, das hat 37 Hektar, sind wir umgerückt. Wir hatten heute Nacht 3 mm. Und das ist so, der Boden da ist schwer, also über 40 Bodenpunkte. Und ich weiß, für viele ist es nicht schwer, aber für mich ist es schon ein schwerer Boden hier. Und weil da sind halt Lehmkuppen auch bis 60 oder Tonkuppen auch bis 60 Bodenpunkte. Und da ist das Problem, die Böden sind wirklich 100% mit Wasser gesättigt. Das heißt, jeder Millimeter, der erstmal raufkommt, der ist auch erstmal da und der fängt dann auch an zu schmieren. Ist jetzt nicht so, sag ich mal, wenn die Böden schon ein bisschen trockener sind, dann sickert das hier ein und man kann trotzdem am nächsten Morgen weitermachen. Dem ist nicht so. Wir haben also aktuell das wirklich so, dass wenn wir Regen bekommen, müssen wir auch sofort anhalten. Wir machen dann meistens am nächsten Tag oder so auf Sandböden weiter, aber um ehrlich gesagt, langsam gehen mir auch die Sandböden aus. Das ist so ein bisschen der letzte Sandboden hier, den wir überhaupt haben. Dieses Jahr steht der Mais und Sonnenblumen hauptsächlich auf schwereren Böden. Und bis hin zu 60 Bodenpunkte. Und da ist es so, dass tatsächlich der Boden mit dem Striptill nach oben schießt, also nach oben geht und zu lange braucht, um wieder runterzukommen, bis er sich vor die Räder setzt. Man kann da langsamer fahren, aber das ist teilweise 4-5 km/h, bis der wirklich braucht, um wieder runterzukommen. Und sobald das anfängt zu regnen, fängt es sofort an zu schmieren. Und ja, das ist ein bisschen suboptimal, um ehrlich zu sein. Wir haben auch jetzt, morgen ist Freitag, ab morgen Mittag bis Samstagabend soll es ungefähr Regen geben. Und auch schon so 20, 30 mm, keine Frage. Den Regen nehmen wir dankend an, wie immer. Wir haben dann immer 100% Wasservorrat
auf unseren Flächen nehmen wir lieber an. Also ich quäle mich lieber hier voran und habe Wasser, als wie die letzten Jahre kein Wasser zu haben und komme gut voran. Und meistens nutze ich das denn, ich kann noch ein bisschen Pflanzenschutz dann machen. Nach dem Regen sieht auch ganz gut aus, dass ich ab Sonntagnachmittag dann was machen könnte, weil ich glaube, nach 20 mm würde Montag dann als nächstes wieder was gehen. Das wirft uns natürlich ein bisschen zurück, aber keine Frage, wir haben den 13. April. Ich peile eigentlich immer an zum Maislegen 25. Und ich wollte dieses Jahr aber die Sonnenblumen vor Mais legen. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn es die nächsten Tage ja so weiter ist und es gibt dann vielleicht Regen, vielleicht nutze ich das auch einfach mal. 2 Tage, denke ich mal, brauche ich für die Sonnenblumen. Nutze das, lege die Sonnenblumen fertig und habe dann Ruhe. Muss ich mal einfach gucken, wie ich das flexibel gestalten kann. Aber ansonsten, es bleibt auch erstmal kühl, es ist kein Not an Mann und man hat das natürlich persönlich und ich bin auch so ein Typ, ich habe das gerne früh fertig, um keinen Druck hinten raus zu haben. Und ja, momentan sieht es ja auch einfach gut aus. Also wenn man bedenkt, wir haben am 1. Jahr, am 16. April das Striptail-Gerät gekriegt. Überleg mal, heute haben wir am 13., heute haben wir den 13., wir haben schon über die Hälfte fertig, obwohl wir relativ spärlich vorankamen und wir hatten Ostern dazwischen. Ostern 4 Tage, dann hatten wir nochmal 2 Tage Regen. Also von den letzten 14 Tagen sind wir ja gut eine Woche nur gefahren. Ja, aber ihr seht, dass sowas stockt, ne? Das hält ein bisschen auf, aber ich nehme den Regen lieber mit. Soweit so gut. Aber wenn man da drüben auch den Raps da zum Beispiel anguckt, die Bestände dieses Jahr sehen gewaltig gut aus. Also wirklich, die sehen hervorragend aus. Egal wo man hinguckt, alles picobello. Und das macht auch ein bisschen Freude. Für mich die Angst ist so ein bisschen da. Wir hatten 2018, kamen auch aus so einem super nassen Frühjahr raus. Und wir hatten wirklich viel Wasser, die Bestände waren Bombe und dann fehlt es dann auch an allen Ecken. Die Pflanzen nehmen jeden Trieb mit, weil es so üppige Witterung ist. Die werden auch noch gut mit Nährstoffen versorgt, weil einfach in 100% des Bodens Wasser ist und sie können aus jedem Zentimeter Nährstoffe ziehen. Das macht großen Einfluss, das können wir kaum noch mit der Düngung überhaupt beeinflussen, weil wenn wir wüchsiges Wetter haben und wir haben Wasser, dann geben die Böden auch maximal Nährstoffe zurück. Und komischerweise ist seit 2018 so eine, keine Ahnung, das werden sicherlich nur die Landwirte nachvollziehen, so eine Grundangst ist da. Ja, so ein, keine Ahnung, so ein mulmiges Gefühl, irgendwie, ja, das geht doch wieder schief und ach, keine Ahnung, das ist ganz komisch. Aber nichtsdestotrotz. So, ich will euch gleich auf jeden Fall nochmal zeigen, wie der Cerion fährt. Also was muss man eigentlich machen, damit der Cerion fährt. Das heißt, wenn er so still steht, drücke ich diese Taste und tippe einmal nach vorne. Auch beim Richtungswechsel muss ich die Taste festhalten und nach hinten kippen. Das war früher nicht so. Früher brauchte man nur den Knopf drücken zum Schnellwechseln. Das ist aber nicht mehr so. Dann habe ich hier alles frei belegbare Tasten. Hier Heckhubwerk, da auch nochmal frei belegbar. Und hier vorne auch nochmal frei bewegliche Tasten. Also der Joystick ist uns ja bekannt. Den gibt es im Mähdrescher, den gibt es im Häcksler, den gibt es in den Axions und ich mag den gerne. Ich mag auch generell den Aufbau von dem Bildschirm an sich, ob es Häcksler ist, ob es hier dieser ist, ob es der Axion war. Ich mag diesen einfachen Aufbau, der ist sehr, sehr bedienerfreundlich. Was du suchst, das findest du auch in der Regel relativ zügig, weil das, ja, ist alles sehr, sehr logisch. S10 brauchen wir nicht viel drüber reden, das gibt es aktuell auch nicht mehr, das ist veraltet. Wir brauchen uns auch darüber sozusagen nicht mehr aufregen, weil ist nicht mehr Stand der Technik. So, das heißt, ich fahre jetzt hier auf die Spur rauf, drücke jetzt die Autopilot-Taste hier. Dann habe ich mir das so gelegt, dass ich das Fass hier bei F10 aktiviere, diese 0 und 1 Taste. Und mit der 1 habe ich das so gemacht, dass ich das Heckhubwerk hochfahre, eine Drehzahl aktiviere und die Zapfwelle. Ich muss die Zapfwelle aber erst in Bereitschaft holen und wenn ich länger stehe und pumpe, dann geht die gerne mal aus. Ja, also da muss man dran denken, mir ist das schon ein paar Mal passiert. Auch lange Bahn, du drückst einfach nur die 1 und er aktiviert die Zapfwelle nicht. Das finde ich ein bisschen doof, dass die, sobald du ein bisschen länger stehst oder so, nimmt er sie direkt wieder raus. Und ja, das hast du zum Beispiel beim Fendt oder John Deere nicht. Da ist es, wenn du einmal drin sitzt und verlässt den Sitzkontakt nicht, dann bleibt das auch aktiv. Was ich auch deutlich besser finde, weil mir ist das so ein paar Mal passiert wirklich, dass ich losgefahren bin und dann nach einer Bahn, ach scheiße, da war die Zapfwelle nicht an.
Er sagt zwar hier Bescheid, aber sehr leise, was natürlich auch, was ich ein bisschen doof finde vom Fass, der meckert auch nicht rum. Normalerweise muss der übelsten Terz machen, weil er seine Mengen nicht schafft und sagt, da kommt gar nichts raus. Macht er auch nicht. Ist ein bisschen von beiden Seiten nicht so optimal. Also mehr mache ich das nicht. Ich habe mir hierauf eine Sequenz sozusagen gespeichert, ein Vorgewändemanagement. Das heißt, wenn ich hier drücke, bestätigt er sozusagen beide Hydraulikeinheiten hier aus der Hubvorrichtung. Hier hinten bei der Achse, die wird dann hochgehoben. Er macht die Zapfwelle an und erhöht die Drehzahl. Das ist das, was ich mir abgespeichert habe. Und auf F2 liegt das Ganze umgekehrt. Ja, und ich brauche dann hier nur noch wieder F10 drücken und die 2 und dann beendet er sozusagen den Vorgang. Den Autopilot, ganz normaler Lenkeingriff, dann ist der beendet. Man merkt da auch keinen Widerstand oder irgendwie sowas. Viele fragen dann immer, ja, merkt man einen Unterschied oder so, dass der Autopilot raus ist? Nein, gar nicht. Man merkt da gar nichts. Es ist, als wenn man ganz normal dreht und der Trecker merkt sofort halt einen Lenkeingriff und sagt, Schluss, Autopilot braucht nicht mehr, der Patient hat selber gelenkt hier. Und das ist im Prinzip alles. So fährt sich der Kollege. Normalerweise, also wenn ich über einen Feldmodus rausfahre, wenn ich hier den betätige, dann fährt unten noch eine Achse raus und er sperrt alle Hydraulikeinheiten. Man muss aber sagen, wir nutzen das aktuell nicht, weil wir nicht wollen, dass wir, die Achse kann rausfahren, das ist schon okay, aber so minimiert er das Tempo auf 30 km/h und wir brauchen auch mit dieser Kombo nicht mehr als 30 km/h auf der Straße fahren. Das fährt sich halt super ungemütlich und wenn wir nachher 40, 45 fahren, dann fängt das an, sich so aufzuschaukeln über die Hinterachse und bei 30 fährt man wirklich smooth weg. Deswegen fahren wir hier nur 30 km/h mit dieser Variante. Funktioniert ganz gut, definitiv. Dann, ein Punkt wollte ich noch gerade sagen, hier aktiviere ich das Pumpen. Ich habe mir es hier draufgelegt, eine automatische Zeit läuft dann auf unendlich. Das heißt, ich tippe hier einmal nach oben und dann geht meine Vakuumpumpe an und den Rest kennt ihr schon aus den anderen Videos. Ich habe dann hier noch die Möglichkeit, hier mir verschiedene Geschwindigkeitsmodi und Tempomaten aufzurufen, indem ich die Linien hier nach oben und nach unten verschiebe und gleichzeitig kann ich da die Geschwindigkeit begrenzen, die ich jetzt hier auf dem Feld fahre. Das heißt, hier sind wir auf 15 km/h jetzt limitiert in dem Modus, reicht locker aus. Dadurch wird das Fahrpedal deutlich sensibler und unsensibler und ist nicht so, ja, wie man das eigentlich so kennt, so sensibel. Wenn man da einfach rauftippt, dann will er noch nicht gleich losschießen. So, das heißt, ich nehme Tempomat raus, drücke die 2, drücke die 1 und dann sehe ich, wie er es anhebt und nachdem er es aushebt, kann ich anfangen einzulenken. Natürlich muss ich warten, bis das Gespann die ganze Zeit schön gerade bleibt, weil wir haben natürlich wahnsinnige Scherkräfte, wenn wir lenken und das Gerät ist noch im Boden. Also ihr müsst bedenken, wir lenken über die vorderste Achse und guckt mal, wenn wir nur ein bisschen lenken, da bewegt sich das hinten fast quer. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Auch wenn wir jetzt hier auf die Spur rauffahren, drücken wir den Autopilot, möglichst gerade ihn schon raufstellen, seht ihr. Jetzt lenkt er nur noch, manchmal lenkt er nur vorne, manchmal hinten auch. Also jetzt lenkt er das hier rein. Jetzt drücke ich wieder hier, F10, drücke die 1. Warte, bis der so ein bisschen in den Boden geht. Dann gebe ich manuell mit dem Fuß ein bisschen mehr Gas und mache den Tempomat rein. Wichtig ist beim Striptill, man muss das rein halten, ein bisschen fühlen. Und es ist wirklich so, sobald der Boden ein bisschen schwerer ist, hat das Striptill die Eigenschaft, sobald die Schare ja noch nicht im Boden sind, schält es den Boden so ab und dann wirft sich das so um. Deswegen ist es gerade bei schweren Boden wichtig, dass wir bei ganz minimaler Geschwindigkeit das erstmal absenken und sobald es drin ist, langsam beschleunigen, damit der Boden sich so ein bisschen wieder zurückzieht und dann können wir auch ein bisschen zügiger fahren, aber da muss man wirklich ein bisschen mit Gefühl fahren. Also rein und los funktioniert dieses Jahr schon gar nicht. Ja, Leute, das ist wie überall, rein und los, ein bisschen mit Gefühl und dann läuft das auch ein bisschen besser. Dann sind alle ein bisschen zufriedener. Und da muss man wirklich ein bisschen drauf achten und ja, dass man halt vernünftig mit dem Ganzen umgeht. Ansonsten die Kräfte, die hier dran ziehen, ist ja auch gewaltig. Ihr seht da, wir sind heute auf Sandboden, aber trotzdem fahren wir hier an den 80% Motorauslastung. Wie ihr da seht, also der hat auch gut zu tun, der Kollege. Ist nicht so, dass er die ganze Zeit damit spazieren fährt. Und gestern waren wir auf dem schwereren Boden, da fahren wir die ganze Zeit wirklich schon 90 bis 100% Auslastung. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier bei 13 Liter im Mittel auf dem Hektar, waren wir gestern auf dem schweren Boden, das ist gut. Das ist genau ungefähr in der Liga, wo auch der 1050 und der 8R unterwegs waren. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel Kubik wir ausbringen, welche Bedingungen wir haben, welche Böden. Aber ungefähr in der Linie waren die auch unterwegs.
Ja, soweit erstmal. Wenn mir noch was einfällt für euch, sage ich euch dann. So, und wenn wir das uns jetzt mal außen angucken, sieht es heute wirklich perfekt aus von den Bedingungen. Ne? Wir sind hier fertig, es ist super eben, es ist kein Damm, der Boden setzt sich super zurück, wir sehen keine Gärreste an der Oberfläche, wir sehen mal vielleicht sowas hier, da wo wir die Vogelmiere ein bisschen umschälen, aber ansonsten wirklich hervorragende Bedingungen. Wir haben ja auch leichten Versatz zu den Stoppeln, weil wir einfach eine neue Linie generiert haben, da kommt der nächste Zubringer. Aber so soll es im Prinzip aussehen, das Arbeitsergebnis. Kaum Bodenbewegung, ganz minimal. Und wenn, haben wir vielleicht mal einen Stein, dass das Schar sich darunter aushebt oder so. So, jetzt fahren wir hier auf eine Lehmkuppe zu. Eine Lehmkuppe, aber es ist tatsächlich schon ausreichend. Wenn man das hier sieht, hier ist so eine kleine Anhöhung, hier ist so eine Kuppe drauf. Und da verhält der Boden sich momentan komplett anders. Also da rutscht der wirklich raus und da müssen wir tatsächlich überhaupt unter 6-7 km/h gehen, damit wir da ein vernünftiges Arbeitsbild hinkriegen, weil der sich so anders verhält und das zieht sich auch deutlich schwerer dadurch. Also dies Jahr also wirklich schwierig. Selbst auf meinen sandigen Böden muss man sich da schon seine Flächen zurechtsuchen, damit man ein bisschen vorankommt. So, warten wir auf den nächsten Zubringer. Ansonsten kommen wir bis jetzt ganz gut voran. Schon 7 Hektar fertig hier heute Morgen. Und wir haben jetzt 2 Stunden um. So Leute, der Form halber. So, der Form halber, Ton haben wir, der Form halber nehmen wir es hier mal auf. Wir haben jetzt hier gleich 23 Uhr und ja, die ersten Bestände im Weizen sind jetzt BBCH 31. Das heißt, der richtige Moment für einen Wachstumsregler. Und das wächst jetzt alles wie Sau, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin heute Abend schnell einmal die Bestände abgefahren und ja, heute Nacht ist wieder windstill, sehr warm noch, wir haben noch 10 Grad. Morgen kommt den ganzen Tag Regen und deswegen bin ich noch losgefahren, habe mir gesagt, na komm, vielleicht kannst ja morgen ein Stündchen tagsüber schlafen. Dann ist das fertig, die 50 Hektar, die wir in Direktsaat gemacht haben, nach Raps und den Sonderkulturen, die sind jetzt soweit. Die anderen sind noch gar nicht so weit. Die mache ich jetzt hier fertig, habe den N-Sensor mit reingenommen, habe das aber heute Abend nicht hingekriegt in der Schnelle mit der Applikation, mit der Potentialkarte. Aber ich glaube, da lag es an meiner Potentialkarte, die ich ausprobiert hatte. Da hatte extra einen Laptop dabei, habe mehrfach was rumprobiert und habe mir gedacht, irgendwann nachher, ach scheiß. Jetzt fährst du los und guckst, wie der Sensor sich hat und wenn du im normalen Modus fährst, ohne hinterlegte Potentialkarte, was er denn macht. Sieht gut aus von der Regelung, muss man sagen. Da, wo der Boden ein bisschen schlechter ist, da sieht er das auch. Da ist generell die Pflanze nicht so üppig, nicht so stark versorgt. Da reduziert er die Menge an Wachstumsregler. Und in den Senken sind die Bestände mega fett und da sieht er es auch und dann macht er da mehr. Generell habe ich jetzt auf einigen Punkten schon festgestellt, auf einem Stück gegenüber, da sieht er optisch von Weitem relativ gut aus. Wenn man drüber fährt, sieht der Bestand doch nicht so gut aus. Also gut, aber nicht so gut. Und das muss man sagen, der regelt der Sensor schon relativ gut. Sag ich mal, wenn nur 100% das Mittel in der Aufwandmenge ist, sind wir da so bei 70 bis 80% gefahren. Und ich muss euch das aber in der AKF zeigen, die Bestände, damit ihr das vor den Augen habt und dann sage ich euch nochmal die Zahlen. Und im anderen, nach dem Raps, also ich spreche gerade von der Fläche nach den Sonderkulturen, da sind die Bestände gar nicht so fett wie gedacht oder gar nicht so fett, der Bestand. Und bei dem Raps ist der doch optisch auch fett und der ist wirklich fett und da hat er 10% ungefähr Aufwandmenge genommen, so dass ihr das mal ungefähr so habt. Und ja, da reduziert er das natürlich auch, da wo wenig steht und sowas, muss man sagen. Und bis jetzt muss man es auch sagen, hätte persönlich das mit meiner Potentialkarte, wenn ich nach der Potentialkarte mir eine Streukarte gemacht habe, nicht ganz so gut gepasst. Also teilweise auf der anderen Strecke war es, da wo eine Senke war, da war gar nicht der fetteste Bestand bis jetzt, weil der Bestand da relativ dünn ist. Ich weiß gar nicht, ob da so viel Stroh war oder so, warum der da nicht so gut durch den Winter kam. Jedenfalls sieht der Sensor das auch und sagt, okay, fahren wir hier minimale Aufwandmenge.
bis jetzt muss ich sagen, fühlt die Verteilung sich deutlich smarter an, als ich sie gemacht hätte. Und viel sensibler. Also wie schnell der das anpasst und wie schnell die Unterschiede da sind. Und wenn man drüber fährt, sieht man die dann auch wirklich. Und machst du halt nicht, ne? Tippst nicht die ganze Zeit hoch und runter hier bei der Menge, wenn du es selber manuell machen würdest. Da bist du ja irgendwann müde. Aber er macht das. Wir gucken uns in der AKF und wir gucken uns das Ganze nochmal auf der. Wenn um 23 Uhr ein Fahrradfahrer umherfährt, ne? Ist das schon ein bisschen unheimlich. Hier mitten in der Pampa. Und wir gucken uns das nochmal dann in der AKF an und ganz in Ruhe mit den Kartierungen. Das Schöne ist, er schreibt ja auch alles zurück, was er tatsächlich gemacht hat, was er wollte und. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was es wird. Gucken noch einmal nach vorne. Der Bestand, seht ihr, sieht gut aus. Hier ist Direktsaat nach Raps. Was man natürlich sieht, so durch den 25 cm Reihenabstand, sieht man die Reihen noch. Das ist beim Tiger-Drill-Bestand gar nicht mehr der Fall. Ja, aber ob es nun gut oder schlecht ist, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall bis jetzt eine schöne Nacht. Ich habe jetzt hier noch, ja, da noch einmal 5 Hektar und hier sind jetzt vielleicht noch 7 oder 8 auf dem Stück. Und dann bin ich auch durch. Und dann fahre ich auch schlafen. Ganz interessant ist auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Überblick über die Stickstoffversorgung der Bestände. Der fetteste Bestand war wirklich am besten versorgt, obwohl alle so ziemlich dieselben Mengen bekommen haben. Jetzt in der ersten Gabe gibt es da doch aber Unterschiede, wie gut sie es bis jetzt aufgenommen haben. Und ich glaube, da muss man teilweise einfach ein bisschen warten jetzt. Die Bestände haben auf jeden Fall, die sind gut versorgt. Wie ihr wisst, habe ich ja extra noch mal ein bisschen Harnstoff nachgegeben, damit ich jetzt nicht so einen zeitlichen Druck habe. Und wir uns ja da bewegen wir uns genau immer in der Mitte und wenn überhaupt in dem optimalen oder erhöhten Versorgungsbereich. Nur das Stück nach den Sonderkulturen, da waren wir teilweise so ein bisschen schon in den gelberen Bereich drin. Aber da muss ich jetzt einfach abwarten und einfach gucken, was kommt. Direktsaatbestände sollen ja in der Regel ein bisschen hinterherhängen und auch mit der Nährstoffversorgung und deswegen würde ich das jetzt einfach ein bisschen abwarten. Ich habe überlegt, eventuell ein bisschen was übers Blatt zu machen, aber gucken, wie das Wetter ist. Wenn es so irgendein nasses Wetter ist und ich kann keinen Pflanzenschutz machen und ich kann auch keinen Striptill machen, dann schmeiße ich mir so ein bisschen Formaldehyd-Harnstoff rein, spritze das rauf, nehme noch ein paar Mikros mit rein und nehme noch ein bisschen Bittersalz mit rein. Weil der Bestand ist wirklich nicht so. Na, ich muss euch das in der AKF zeigen. Bis dahin erstmal, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ihr merkt selber, wir machen jetzt eine hohe Frequenz, deswegen muss ich regelmäßig die ganzen Folgen auch uploaden und habe dann nicht auch Zeit, über Tage eine Folge zu filmen. Was ich aber auch so ganz cool finde, wenn die Folgen nicht ganz so lang sind und man kann dann einfach einzeln kurz eine Themen behandeln, finde ich ganz cool. Vielen Dank, Leute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ihr hört, das Stimme ist auch wieder ein bisschen immer noch angeschlagen und ein bisschen wieder angeschlagen und alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann.